Savage. Savage AF. Hallo Leute, es ist mal wieder Sonntag und ihr wisst wahrscheinlich schon, was das heißt. Es ist Zeit für einen neuen Sunscreen Sunday und heute habe ich eine ganz besondere Sonnencreme für euch am Start, beziehungsweise eine, über die ich mich einfach riesig gefreut habe. Und zwar hat Rossmann ein neues Sonnenfluid gelauncht. Das bekommt ihr allerdings nicht im normalen Sonnenschutzregal, sondern in so einem Special Limited Edition Aufsteller. Und da dieses Produkt einfach auch komplett ohne deklarationspflichtige Duftstoffe oder anderweitige Parfümierung auskommt, musste ich das unbedingt mitnehmen und ausprobieren. Und heute zeige ich euch, wie die korrekte Menge von diesem Sensitive Sonnenfluid auf meinem Gesicht aussieht. Ich habe die benötigte Menge natürlich bereits abgewogen, und zwar ist das genau 1 Gramm. Und diesen 1 Gramm werde ich jetzt auf mein Gesicht auftragen und dann schauen wir einfach mal, wie das Ganze aussieht. Gut, dann legen wir mal los. Ich werde das wie immer in 2 Schichten auftragen. Also das Produkt fühlt sich auf jeden Fall cremig an und lässt sich auch easy einarbeiten. Also ihr seht, es lässt sich gut verteilen, es ist nicht bremsig oder dergleichen. Let's go mit der nächsten Schicht. Ich glaube, was den Preis angeht, ist dieses Fluid auf jeden Fall ein kleines bisschen teurer als die Standard-Sonnencremes, die man im Sonnenschutzregal vorfinden kann. Also zumindest von der Rossmann Eigenmarke. Ich blende euch den Preis nochmal ein, aber ich glaube, das war bei ein bisschen mehr als 5 Euro. Allerdings muss ich sagen, dass ich es auch super, super cool finde, dass diese Sonnencreme in einem Pumpspender daherkommt. Das hat man in der Drogerie doch relativ selten. Und da ich aus eigener Erfahrung weiß, dass Pumpspender relativ teuer sind, könnte das der Grund sein, warum dieses Produkt ein kleines bisschen teurer ist im Vergleich zu anderen. Und so sieht das Ganze frisch nach dem Auftrag aus. Ich denke, man kann ganz gut erkennen, dass es so ein ganz leicht glänzendes Finish erzeugt. Aber meiner Meinung nach ist das kein super ölig, fettiges Finish, sondern es sieht einfach eingecremt aus. Ich konnte das neue Sonnenfluid bereits einige Male tragen und muss sagen, dass ich es für Drogerieverhältnisse wirklich gut finde, vor allem mit dem Pumpspender, weil man das einfach sehr, sehr selten in der Drogerie sieht, vor allem bei Sonnenschutzprodukten, und dadurch lässt sich das Produkt einfach gut dosieren, denn 1 Gramm entspricht ca. 5 bis 6 Pumphüben. Das macht das Auftragen natürlich deutlich einfacher. Ich finde es auch vom Finish, vom Hautgefühl recht angenehm, vor allem für meine eher trockene, fettarme Haut. Also das Fluid erzeugt schon so ein pflegendes Finish, man spürt es auf der Haut. Das heißt, ich bin mir echt unschlüssig, ob das was für ölige Haut sein könnte, aber wenn ich das irgendwie einem Hauttypen zuschreiben müsste, dann wäre es auf jeden Fall Richtung Mischhaut, trockene Haut. Ich glaube einfach, dass Menschen mit super öliger Haut damit nicht so happy sein werden, weil man das Produkt einfach schon auf der Haut spürt und es dieses leicht glänzend pflegende Finish auf der Haut erzeugt. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das ein gutes Produkt für unter Make-up, also unter Foundation ist, weil ich feststellen musste, dass sobald die Sonnencreme angetrocknet ist und man nochmal mit irgendwas darüber geht, dass es stellenweise anfängt zu krümeln. Also für Make-up-Unterlage ist das dann wahrscheinlich nicht so geeignet, aber das müsst ihr dann einfach selbst ausprobieren. Wie gesagt, für Drogerieverhältnisse ist das ein gutes Produkt. Ich finde auch die Formulierung super, also die UV-Filter-Kombi finde ich wirklich großartig. Hier ist einer meiner liebsten UVA-Filter enthalten, DHHB, und allgemein die Kombi und die Formulierung finde ich für Drogerieverhältnisse richtig gut. Was das Niacinamid und das Vitamin E angeht, da solltet ihr euch nicht
nicht zu viel von versprechen. Ich vermute, dass die Konzentration des Niacinamids bei unter 1% liegen wird und das Vitamin E, ich weiß gerade gar nicht, ob es da, ja, es ist als Derivat hier enthalten. Das wird eher das Produkt schützen und deswegen solltet ihr euch von diesen Claims nicht zu viel versprechen. Die sind ja wahrscheinlich einfach nur drin, beziehungsweise das Niacinamid ist wahrscheinlich einfach nur zu Marketingzwecken in das Produkt beigefügt worden. Alles in allem ist das wirklich ein tolles neues Drogerieprodukt und ihr wisst ja auch, wie sehr ich mich immer freue, wenn die Drogerie neue Sonnenschutzprodukte mit ins Sortiment aufnimmt, die komplett ohne deklarationspflichtige Duftstoffe oder anderweitige Parfümierung auskommen, denn solche Produkte sind nach wie vor rar gesät und ich als Duftstoffallergikerin bin da einfach immer sehr, sehr happy drüber. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn Rossmann das ins Standardsortiment aufnehmen würde, weil ich allein die Verpackung schon richtig praktisch finde und auch die Formulierung ist toll. Allerdings weiß ich noch nicht genau, wofür ich diese Sonnencreme benutzen werde. Vielleicht für solche No-Make-up-Tage, denn bei Outdoor-Aktivitäten habe ich sie noch nicht ausprobiert. Ich werde sie definitiv dahingehend nochmal testen, also zum Beispiel beim Fahrradfahren, Wandern oder Joggen und werde euch in irgendeinem zukünftigen Video nochmal Feedback dazu geben. Und noch eine Info am Rande, die ich komplett vergessen habe zu erwähnen. Die Sonnencreme brennt bei mir nicht in den Augen. Also ich habe sie jetzt schon ein paar Mal um die Augen herum getragen und da ist nichts passiert. Sie ist super angenehm und dementsprechend ist das auch ein absoluter Pluspunkt für mich. Das war's schon mit dem heutigen Sunscreen Sunday. Ich hoffe sehr, ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Und falls ihr den letzten Sunscreen Sunday verpasst haben solltet, dann klickt einfach auf dieses Video hier und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.